In Russland hat das oberste Gericht die Auflösung der Menschenrechtsorganisation Memorial angeordnet. Sie gilt als eine der ältesten und renommiertesten des Landes. Memorial wertet die Entscheidung als politisch motiviert. Sie wird auch international scharf kritisiert. Präsident Putin hatte die Arbeit der Organisation zuvor in Frage gestellt. Die Gruppe setzt sich für eine kritische Aufarbeitung des Stalinismus und für politisch Verfolgte ein. Die Entscheidung der Richterin bedeutet wohl das Ende einer der ältesten Menschenrechtsorganisationen Russlands. Formal geht es um Kennzeichnungsfehler bei Veröffentlichungen. Memorial ist als ausländischer Agent eingestuft, weil sie auch aus dem Ausland finanziert werden. Darauf muss die Organisation überall hinweisen. Wegen angeblicher Fehler ordnet das oberste Gericht jetzt die Auflösung an. Unverständnis. So eine willkürliche Interpretation des Gesetzes ist für jede Gesellschaft ein schlechtes Signal. Memorial, mitbegründet von dem Friedensnobelpreisträger Sacharow, hat jahrzehntelang Verbrechen aus der Sowjetzeit aufgearbeitet. Millionen Menschen wurden unter der Herrschaft von Josef Stalin verfolgt und ermordet. Vor dem Gericht haben sich heute Dutzende Memorial-Anhänger versammelt. Es gibt Festnahmen. Ich wollte einmal wissen, was mit meinen Verwandten in der Vergangenheit passiert ist. Und keiner konnte mir helfen, außer Memorial. Wenn Memorial über politische Repression spricht, dann passt das dem Staat halt nicht. Russlands Präsident Putin hatte öffentlich Zweifel an den Recherchen der Organisation gesät. Jetzt also das Aus per Gerichtsbeschluss. Das ist ein Signal an die gesamte Gesellschaft, dass in unserem Staat jede Form von Redefreiheit zunichte gemacht wird. Die Staatsanwaltschaft äußert sich heute nicht vor den Kameras. Die Menschenrechtler von Memorial wollen in Berufung gehen. Das heutige Urteil ist ein Signal für Russlands Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler. Der kritische Blick, sei es auf die Vergangenheit des eigenen Landes oder auf die aktuelle Politik, ist in Russland zunehmend unerwünscht.